Hallo, Servus, grüß euch und willkommen bei der heutigen Einheit. Heute befassen wir uns mit der Frau Universitätsprofessorin Lisa Meitner und sie war Kernphysikerin. Es ist eine ganz interessante Geschichte. Die Frau Universitätsprofessorin Lisa Meitner ist eine berühmte Persönlichkeit aus dem deutschsprachigen Raum. Sie kommt nämlich aus Österreich. Sie wurde 1878 in Wien geboren und Wien war damals die Hauptstadt von Österreich-Ungarn. Ihre Eltern waren verhältnismäßig reich damals, also die Familie war verhältnismäßig reich. Ihre Mutter und ihr Vater freuten sich riesig, als die Lisa auf die Welt kam. Sie war nämlich das dritte von 8 Kindern. Also die Eltern haben schon 2 andere Kinder gehabt und sie war das dritte Kind. Der Vater, Philipp Meitner, war nämlich Rechtsanwalt und er hat sehr gut Schach gespielt. Die Mutter war Hobbymusikerin und war sehr talentiert. Wie schon gesagt, Mutter und Vater haben 8 Kinder gehabt und Lisa war das dritte von den 8 Kindern. Sie war ziemlich in der Mitte. Sie war nicht die älteste und auch nicht die jüngste in der Familie. Sogar als Kind interessierte sich Lisa für die Wissenschaft. Sie hat großes Interesse an der Wissenschaft gehabt. Sie wollte immer mehr wissen darüber, wie die Welt funktioniert. Sie hat nicht nur Bücher gelesen, sie hat Klavier gespielt und wie schon gesagt, sie wollte einfach wissen, wie Systeme funktionierten. Sie wollte wissen, wie die Welt überhaupt geht, wie alle Sachen gehen. Ihre Brüder durften aufs Gymnasium gehen. Sie durften auf das Gymnasium gehen, um sich auf die Universität vorzubereiten. Die Lisa als Frau, als junge Dame, durfte leider nicht aufs Gymnasium gehen. Stattdessen las sie viele Bücher über Themen, die sie interessiert haben, zum Beispiel Physik, Chemie und andere Naturwissenschaften. Die Lisa durfte nicht aufs Gymnasium gehen, sie blieb zu Hause und las Bücher. Als junge Dame, der nicht erlaubt wurde, aufs Gymnasium zu gehen, fühlte sie sich von der französischen Physikerin Marie Curie inspiriert. Also Marie Curie war ein großes Vorbild für sie damals. Eines Tages hat sie ihren Vater gefragt, Papa, könnte ich bitte einmal auf die Universität gehen? Ich möchte so gerne auf der Universität studieren. Wäre das nicht möglich? Könnte ich das machen? Der Vater, er war verständnisvoll und er hat dann einen Privatlehrer für die Lisa beauftragt. Und der Privatlehrer hat dann Privatstunden mit der Lisa gemacht und sie hat viel über die Physik, über die Chemie und über andere Fächer gelernt. Und dann hat sie die Zulassungsprüfung der Universität Wien geschafft. Sie hat die Prüfung bestanden. Sie hat die Zulassungsprüfung bestanden. Und sie hat sich gefreut natürlich. Sie bestand die Zulassungsprüfung und freute sich riesig. Im Oktober 1901 schrieb sich Lisa Meitner an der Universität Wien ein. Sie entschloss sich dazu, Physik zu studieren. Auf der Universität Wien. Fast alle ihrer Lehrveranstaltungen wurden vom Herrn Dr. Boltzmann, Herrn Dr. Universitätsprofessor Boltzmann, abgehalten. Und Lisa hat großen Respekt vor dem Herrn Dr. Boltzmann gehabt. 4 Jahre später, im Dezember 1905, bestand Lisa Meitner, die mündliche Abschlussprüfung ihres Doktoratstudiums und im Februar 1906 promovierte sie in Physik. Weil sie sich unsicher war, was sie als nächstes unternehmen sollte nach dem Studium, schrieb sie Marie Curie, um sie um eine oder Forschungsstelle in ihrem Pariser Labor zu bitten. Also sie hat die Maria Curie gefragt, könnte ich nicht bei Ihnen arbeiten? Aber leider zu der Zeit gab es keine Arbeit bei der Frau Doktorin Marie Curie. Sie durfte nicht bei der Marie Curie arbeiten. Eine Zeit lang unterrichtete Lisa Meitner Physik an einem Gymnasium.
Das ist wie Trinity zum Beispiel. Das ist ein Gymnasium. Und die Lisa Meitner, die Frau Doktorin, hat an einem Gymnasium Physik unterrichtet. Abends nach der Schule erforschte sie neue, spannende Erscheinungen der Radioaktivität im Physiklabor der Universität. Also nach der Schule hat sie dann weiter erforscht und verschiedene Experimente durchgeführt. Ähm, Schlussendlich fragte sie Max Planck an der Universität Berlin, ob sie ein Semester lang seine Lehrveranstaltungen besuchen könnte, ob das möglich wäre. Das war doch keine einfache Formalität, weil Berlin damals in Preußen lag. Und zu der Zeit in Preußen durften Frauen nicht auf der Universität studieren. Leider. Also das war keine einfache Sache damals. Zuerst zögerte der Herr Universitätsprofessor Planck, aber im Endeffekt, am Ende erlaubte er, dass die Lisa die Universität Berlin ein Semester lang besuchen durfte. Ihr Vater versprach ihr, er würde ihr das Leben in Berlin finanzieren. Das heißt, er würde ihr ihre Lebensunterhaltskosten zahlen. Also er würde ihr Geld fürs Leben in Berlin geben. Im September 1907 kam Lise Meitner in Berlin an. Da ist sie auf der Universität Berlin. Wir sehen hier auf diesem Bild. Und sie freut sich. Sie denkt, ja, mein Leben fängt fast neu an. Als sie ihre Forschungskollegin kennenlernte, wurde sie von ihren Kollegen in der Physik herzlich empfangen. Ihre Kollegen in der Chemie empfingen sie mit weniger Begeisterung. Das heißt, die Chemiker waren nicht so freundlich, aber die Physiker, sie waren ganz freundlich. Nur ein einziger junger Chemiker namens Otto Hahn, hier ist er, war dazu bereit, im Team mit ihr zusammenzuarbeiten. Er war der Einzige, der gerne mit Frauen gearbeitet hat. Otto Hahn durfte Lisa keinen Arbeitsplatz direkt am Berliner Institut für Chemie geben. Also er durfte ihr keinen Arbeitsplatz an der Universität geben und deswegen hat er einen Arbeitsplatz in einer Holzwerkstatt organisiert. Und durch die Arbeit in der Holzwerkstatt entdeckten die zwei Forscher ein neues Radioisotop des Elements Actinium im Jahre 1908 und den radioaktiven Rückstoß im Jahre 1909. Im Oktober 1912 wurde das neue Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin eröffnet. Hahn und Meitner wurden dort angestellt und bekamen für ihre Arbeit endlich bezahlt. Also sie haben endlich Geld für ihre Arbeit bekommen. 1917 entdeckten Meitner und Hahn 231 Practinium, das ist ein Element und das ist ein neues Isotop des Elementes Practinium. Protactinium, Entschuldigung, ich kenne die Elemente nicht so ganz gut und die Isotopen. Für ihre Protactinium-Entdeckung erhielt sie die Leibniz-Medaille der Berliner Akademie und wurde Direktorin für Strahlenphysik am Kaiser-Wilhelm-Institut. Also sie wurde Direktorin des Instituts. Sie wurden 10-mal für den jährlichen Nobelpreis für Chemie und Physik nominiert, aber ohne Erfolg. Also sie wurde 10-mal nominiert für den Nobelpreis für Physik und Chemie, nominiert, aber ohne Erfolg. Schlussendlich wurde Lisa 1926 Universitätsprofessorin für experimentelle Kernphysik an der Universität Berlin. Sie war die erste Universitätsprofessorin für Physik in ganz Deutschland. Die allererste. 1933 kam Adolf Hitler in Deutschland an die Macht und die Deutschen mit jüdischen Vorfahren wurden entlassen. Sie wurden gefeuert. Sie haben ihre Jobs verloren. Die jüdischen Deutschen haben ihre Jobs verloren, als Hitler an die Macht kam. Als Österreicherin dachte sich Lisa, dass ihre Situation vielleicht nicht ganz so schlimm werden würde. Aber da lag sie falsch. Sie hat sich gedacht, na, vielleicht als Österreicherin wird es mir nicht so schlecht gehen, aber es ist doch schlecht gegangen. Eines Tages sagte ihr Freund Otto Hahn, es wäre besser für alle, wenn sie nicht mehr am Institut arbeiten würde. Also ihr Freund Hahn hat gesagt, es ist besser, wenn du gehst. Ja, und dann ist die Lisa tatsächlich gegangen. Sie hat zuerst Jobangebote aus Dänemark, aus der Schweiz, aus England, aus Amerika und aus Schweden bekommen.
Und sie hat gewusst, ich muss als jüdische Österreicherin in Deutschland muss ich weg. Und während Lisa ihre Optionen überprüfte und versuchte, eine Entscheidung zu treffen, hatten die Nazis leider begonnen, ein Gesetz durchzuführen, das Wissenschaftlerinnen daran hinderte, Deutschland zu verlassen. Ihr Freund Otto Hahn gab ihr den Diamantring seiner Mutter, um Grenzsoldaten bei Bedarf zu bestechen. Also das ist der Ring von von seiner Mutter, und er hat der Lisa den Ring gegeben, damit sie Grenzsoldaten bestechen könnte. Lisa reiste von Berlin in die Niederlande und dann weiter nach Schweden, um einen Job am Nobel-Institut für Physik in Stockholm anzunehmen. Also sie ist über die Niederlande nach Schweden gefahren und sie hat dann dort angefangen zu arbeiten. Währenddessen setzte Otto Hahn seine Forschungen in Berlin fort und führte im Dezember 1938 mit seinem Kollegen Fritz Strassmann entscheidenden Experimente in der Geschichte der Kernspaltung durch. Also der Kollege Otto Hahn hat weiter geforscht. An einem kalten Wintertag im Dezember 1938 machte Lisa einen Spaziergang im Schnee und plötzlich kam ihr die Inspiration in den Kopf, ins Hirn. Sie hat eine Idee, oh, die Inspiration war das Gleichnis oder die Gleichung von Einstein. E ist gleich mc im Quadrat. E ist gleich mc im Quadrat. Und sie hat sich gedacht, oh, da ist es, ich habe es, das ist die Inspiration. Ja, jetzt habe ich eine gute Idee. Schnell schrieben sie und ihr Kollege und Neffe Otto Frisch eine Arbeit und reichte sie bei der Zeitschrift Natur ein. Also dank dieser Idee, die sie im Schnee plötzlich bekommen hat, hat sie dann einen Artikel schreiben können, und sie hat den Artikel dann veröffentlicht. Otto Hahn bekam 1944 den Nobelpreis für Chemie. Die Lisa hat ihn nicht bekommen. Otto würdigte Lisa in seiner Nobelvorlesung und gab ihr einen Teil der Preisgelder. Also der Otto hat den Preis bekommen, aber die Lisa wurde dann gewürdigt. Entschuldigung, mein Handy hat geläutet. Also die Lisa wurde gewürdigt. Okay, jetzt geht's nicht weiter, dann muss ich das automatisch machen. Danach wurde Lisa Meitner oft als Mutter der Atombomber gefeiert, aber sie hasste den Titel. Die Lisa hasste den Titel Mutter der Atombomber, weil sie wollte nicht so in Erinnerung bleiben. Sie kritisierte den militärischen Einsatz der Kernspaltung aufs Schärfste. Die Lisa hat gesagt, der militärische Einsatz der Kernspaltung ist eine schlechte Sache. Als sie im Alter von 75 Jahren in Ruhestand kam, zog sie nach England, um bei ihrer Familie zu leben. Und das ist das Ende unserer Geschichte von der Frau Universitätsprofessorin Lisa Meitner. Dankeschön fürs Zuhören. Sie ist nämlich Mutter der Kernspaltung und so damit auch Mutter der Atombomber, könnte man sagen. Aber das ist fast gemein, weil sie mag den Titel nicht. Oder sie hat den Titel nicht gemocht. Ja, was kann man dazu sagen? Sie ist Mutter der Kernspaltung. Sie hat die Kernspaltung entdeckt, und dann die anderen Männer haben die Kernspaltung verwendet, um die Atombombe zu erfinden. Aber sie war nicht daran schuld, dass die Theorie dann militärisch angewandt wurde. Naja, so ist es halt. Pech gehabt.